Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video. Heute soll es mal wieder um ein Messer gehen. Heute wird es aber ein etwas ungewöhnlicheres Video. Also nicht so, wie es standardmäßig wird, weil ich habe mir ja wieder mal was auf AliExpress bestellt. Sah sehr gut aus. Aber irgendwie habe ich nicht so richtig aufgepasst an der Stelle, weil ich habe dieses schöne Messer bestellt. Und als es kam, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren praktisch. Das ist ein Nachbau. Das ist ein super duper Fake. Und zwar ist das ein Nachbau von einem Gerber Prodigy Tanto. Normalerweise bestelle ich mir nicht solche 1:1 Kopien, weil ich das eigentlich nicht gut heiße. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem Messer machen werde. Jetzt ist es erstmal da werde ich es euch mal zeigen. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich so ein gutes Design nimmt als Vorlage und selbst daraus was Vernünftiges entwickelt. Aber eine 1:1 Kopie stumpf, ohne was selbst zu ändern, das ist so nicht mein Fall. Aber schauen wir uns mal das Messer respektive die Scheide an. Hier haben sie wirklich 1:1 nachgebaut. Wir haben ja einen Digitaltarn, haben darunter eine Kunststoffhülle, haben eine super Verrastung. Das Messer hält also wirklich sehr gut fest in dieser Scheide. Wir haben einen Gürtelclip, der auch groß genug ist für jeden Gürtel. Und wir haben auf der Rückseite, was sehr schön ist, ein Molle-System. Da können wir sozusagen dieses Messer auch an jedes Molle-System am Rucksack oder auch, wo auch immer wir so ein Molle-System haben, anbinden. Das ist natürlich sehr schön. Aber schauen wir uns mal das Messer an. Das Messer wäre eigentlich super ideal für Wanderungen, weil die Klingenlänge exakt 12 cm lang ist. Jetzt können wir uns im Moment noch darüber freuen, aber es wird nicht mehr lange dauern, wenn jetzt die Verschärfung vom Waffengesetz kommt. Dann muss dieses Messer leider auch zu Hause bleiben. Es hat eine Tanto-Klinge, damit lässt sich sehr gut schneiden und auch stechen. Ich habe gestern schon mal eine Menge Pappe zu Hause damit verarbeitet und das hat sich wirklich sehr gut machen lassen. Die Klingenstärke ist so circa 3 mm von der Dicke her. Das ist auch super und spricht dafür, dass es robust ist. Es ist ein Fulltang. Am Ende schaut noch ein kleines Stück raus mit einer Öse für ein Lanyard. Und das soll ja auch so eine Art Glasbrecher sein. Eigentlich ist es ja weniger so ein Wandermesser als mehr so ein taktisches Messer. Umspritzt ist das mit einem wahrscheinlich ein TPE, also so eine Art Hartgummi. Fühlt sich sehr gut an. Lässt sich auch gut umfassen. Ich sage es ja mal mit meiner kleinen Hand. Wenn ich super dran rumkomme, kannst du also super in die Hand nehmen und führen. Wir haben auf der Vorderseite diesen Guard, der uns ein wenig schützt. Also vom Design her ist das ein super Messer. Aber wie gesagt, es ist geklaut. Freunde, aber wichtig ist, schneidest du was oder schneidest du nichts. Das hier, muss ich dazu sagen, ist ein relativ hartes Stück Holz. Und wie ihr auf dem Tisch sehen könnt, es arbeitet was. Was ich natürlich sagen muss, gestern nach der Pappe-Aktion hätte ich das Messer vielleicht nochmal nachschärfen sollen. Man glaubt kaum, was Pappe so eine Schärfe von einem Messer antun kann. Aber ich versuche trotzdem jetzt mal ein paar Löckchen zu machen. So, mal sehen, ob wir das mit der Kamera einfangen können. Also, das Messer tut, was es soll.
würde mich auch wundern, ja, es ist ja eine gute Kopie von einem wirklich sehr schönen Messer. Wenn ihr jetzt das Originalmesser kauft von Gerber, kostet das so um die 85 Euro. Dieser 1:1 Klon kostet so um die 12 Euro. Das wäre wirklich ein schönes Messer, aber da es eine 1:1 Kopie ist, kriegt es von mir keine Empfehlung. Spart lieber ein bisschen mehr, kauft euch das Original, dann habt ihr ein wunderschönes Messer. Das Messer wird also bei mir nicht im Rucksack Einzug finden, in meinem Wanderrucksack. Das verschwindet irgendwo in der Schublade. Es ist zwar schade um das Messer, aber ich kann es ja nicht unterstützen. Also nicht meckern mit mir, dass ich das bestellt habe. Ich habe schon bereut. So, das war alles zu diesem Messer. Es verschwindet. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Ach, und nicht vergessen, immer schön gesetzestreu bleiben. So beginnt die Reise. Er zeigt uns die Welt auf seine Weise. Wandern, reisen, weit und breit. Mit Ralf erleben wir die Freiheit. Unterwegs mit Ralf ist bekannt. Zeigst uns die Welt, Land um Land.